Ja, hallo ihr Lieben. Ich habe ja gesagt, dass ich nach Beendigung der Videos nochmal alles zusammenfassen will, was ich gemacht habe. Ja. Und wie die einzelnen Schritte waren, was ich benutzt habe, was dann dabei zustande gekommen ist. Also ihr könnt hier sehen, das hatte ich auch schon gezeigt, ich habe jetzt hier eine Leinwand genommen. Ne? Ich hatte die Idee, dass bei den Sprachnachrichten bei WhatsApp, wenn die Balken ausschlagen, dass man das auch gut in einen Namen fassen kann. Also persönlich, was Persönliches machen. Ja? Mit jemandem, mit dem man sowieso die ganze Zeit chattet oder dem man Sprachnachrichten schickt, der einem wichtig ist, Freunde, Bekannte, Familie, eine schöne Sache schicken, also was Persönliches, den eigenen Namen. Und dann habe ich das noch verbunden mit unterschiedlichen Motiven für jeden Einzelnen, wo ich gedacht habe, bei dem ich gedacht habe, das ist genau richtig. So. Und ja, als erstes kam bei mir Leinwände in den Kopf. Weil Leinwände, die haben so, wenn man das so aufhängt, haben die was optisch Schönes und das kann man anfassen, was Solides und sieht nach was aus. Und als erstes kam bei mir Leinwand in den Gedanken und Farben. Also Öl oder Acryl. Ja, ich habe ja jetzt Acryl genommen und von Acryl habe ich die meisten. Ich habe ja hier die ganzen Farben, ja, und inzwischen auch einen Abwischlappen, den braucht man unbedingt. Der muss auch immer leicht feucht sein beim Malen und die ganzen Farben hier, ja, ihr seht das, die ich jetzt benutzt habe, da war schöne, viele Farben dabei und auch Glitzer und ich habe auch, das sind jetzt alles Acrylfarben und Pinsel und dann die Palette hier, da sind noch neue Farben, da hat mir jemand geschickt, wunderbar eingepackt alles. Und auch Ölfarben, 24 Stück, hatte ich ja schon erwähnt vorher. Dann die Leinwände. Ich habe zwei unterschiedliche Größen bekommen, also je nach Angebot. Und einmal die größere hier mit 60 mal 20, also 60 mal 20, und die kleinere mit 50 mal 20. Mir hätte jetzt im ersten so die kleinere für jeden gereicht. Ich konnte aber nicht immer nur 50 mal 20 kriegen. Ja, und dann habe ich mir überlegt, so, naja, wie bringst du das jetzt aufs Papier? Ne? Also die Schritte sind die, hatte ich am Anfang schon erwähnt, ihr habt die Leinwand, ihr könnt Papier nehmen, ihr könnt Aquarellpapier nehmen, ihr könnt Stoff nehmen, ihr könnt, denkt euch das aus, ihr könnt einen Linoldruck machen zum Beispiel, habe ich als Kind öfter gemacht. Ja? Also Linol kaufen, im Kunstbedarf ausschneiden. Ich glaube, ich habe hier noch ein Set liegen. Moment, müsste hier liegen. Eigentlich lag das immer hier. Nein, dann habe ich es weggeräumt. Oder? Hier drunter. Nein, ich habe es weggeräumt. Also ein Linolschnitt-Set. Doch, das ist hier. Nein, ist nicht. Ja, oder liegt es da oben auf? Doch, da ist es. Hier. Da ist es. Hier oben wusste ich doch. Schön stehen bleiben, ne? Fällt nämlich auch gerne mal runter, so eine Blume, die so lange steht und so schwer geworden ist. So, guck mal hier. So sieht das aus. Linol, dann habt ihr so Linolstücke. Ganz günstig hier, ne? 3,20 Mark habe ich bezahlt damals für das Stück. Und dann gibt es dabei eine Glasscheibe, da muss man die Farbe auftragen. Mit der Walze wird die gleichmäßig verrollt und dann kann man die auf Papier bringen. So, und hier sind die einzelnen Klingen dann dabei, die werden hier eingesetzt, da muss man vorsichtig sein, sonst schneidet man sie. Die werden hier reingesteckt und dann kann man das alles ausstechen. Das macht total Laune, also wirklich, da kann man sich hinsetzen und Linolschnitte machen, wer darauf Bock hat. Also mir hat es echt Spaß gemacht immer. Ja. So, Linolschnitt. Bisschen staubig auch. Ja, liegt schon lange da. mal abwischen hier. Einmal.
So, Linolset, total schön, macht Laune. Also mit Linolschnitten kann man das machen. Ihr könnt Stoffmalfarbe nehmen und das auf Stoff übertragen. Ihr könnt kleine Stofffetzen nehmen, Stücke so ausschneiden und die wiederum auf Stoff nähen oder was weiß ich. Der Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt. Ja. Also es ja, bleibt ihr euch überlassen. Ne? Ihr könnt, was kann man noch machen? Hier solche Bänder nehmen, solche Bänder. Ja, die gibt es ja auch in verschiedenen Breiten und Farben. Aufkleben, für sowas ist der Möglichkeiten sind und muss nichts kosten. Ja, also ich habe jetzt auch das so gemacht, dass ich das alles ganz günstig bekommen habe. Ja, das war natürlich alles zusammen, war es schon etwas mehr, aber ich wollte ja auch eine gewisse Auswahl haben. Aber mir hat es echt Spaß gemacht, ja, mir auch was auszudenken für die Leute. Und das hat echt Laune gemacht. Hat Spaß gemacht, echt. Ja, und ich hoffe, dass die Menschen sich freuen. Also, Leinwand, Stoff, egal was, Papier, Pappe, egal was, abmessen. Übertragen, Farben auswählen, zu der Person was auswählen, hat jeder eine Idee von dem anderen, den er gut findet, auf den jeweiligen Gegenstand übertragen. Da muss man genauer arbeiten. Entweder ihr nehmt euch euer Smartphone oder übertragt das vom Desktop oder druckt euch das aus oder wie auch immer. Ja, und dann geht das in den einzelnen Schritten. Und am besten ist es für mich gewesen, habe ich im Nachhinein gemerkt, ich habe es ja auch zum ersten Mal gemacht, wenn ich den Namen zuerst eingemalt habe und dann die grauen Punkte, die sind ja immer gemischt, das ist ja schwarz und weiß gemischt. Das ist eine reine Farbe, das ist eine Mischfarbe, das ist eine reine Farbe, das sind alles Mischfarben und dann kommen die bunten und ich habe gerne gemischt, ja, also hat Spaß gemacht. So, und also hier zum Beispiel, ja, hier zum Beispiel, die Person ist also alles Blautöne, alle unterschiedlich. Ja, die Person wohnt am Meer und genau wie ich auch blaue Augen, passt. Ja, und die Farbe dort ist sowieso blau am Meer für viele Sachen, die da benutzt werden. Und hier sind Nebengeräusche zu sehen, die auf der Nachricht entstanden sind. Und das ist der Name. Total schön. Ja? Finde ich super klasse. Hat mir echt Spaß gemacht. Und zum Beispiel, und die Person hier hat viel mit Kindern zu tun und führt ein buntes Leben. Ja, also die hat mit Farben auch zu tun, ja, mit Kunst. Und da hat das gut gepasst, ja, finde ich. So. Und ja, all solche Sachen. Also ihr könnt euch das aussuchen. Macht, wie ihr das wollt, wenn ihr das machen wollt. Ja, ich finde, das ist eine super Idee und die muss nicht viel, das muss nicht viel kosten. Kann man jedem eine Freude mitmachen, eine riesen Überraschung. Ihr könnt allen sonst welche Namen, weil WhatsApp, man muss natürlich WhatsApp benutzen. Ist ja klar, sonst geht es nicht. Ja, also derjenige, dem ihr das schenken wollt, muss ein WhatsApp-User sein, Benutzer und ihr müsst euch austauschen mit denen, sonst geht es nicht. Ihr müsst wohl bei WhatsApp sein, der andere. Sonst, klar, funktioniert es nicht. Oder ihr kennt einen, der WhatsApp benutzt und sagt dem, spricht doch dem mal die Nachricht. Ja, also bitte sprecht deutlich euren Vornamen, ich habe eine schöne Idee. So, in die Nachricht. Nur den Vornamen. Also ich habe jetzt den Vornamen, wir können auch den ganzen Namen nehmen, ist ja egal. So. Ja, und dann funktioniert das. Und ich kann mir vorstellen, bei einigen werde ich es ja persönlich übergeben, dass die Reaktion schön ist. Also ich würde mich total freuen. Ja, deswegen mache ich das ja auch, weil es jetzt alleine schon Spaß macht, die Sachen zu malen. Ich konnte mich auch so ein bisschen auf mich konzentrieren beim Malen, komischerweise. Und nachdenken, ja. Extra Schluck Kaffee. Ja, ich konnte nachdenken und
ja, weil ich mir auch vorstellen konnte, oder weil ich mir vorgestellt habe, ich weiß natürlich nicht, ob es so sein wird, weil ich mir vorgestellt habe, wie die oder derjenige dann guckt, wenn er das auspackt. Weil ich die ja gefragt habe nach ihrem Namen. Und dann haben die sich natürlich im ersten Moment was dabei gedacht, ne? Weil die kennen mich ja alle und wissen, dass ich manchmal ein paar ausgefallenere Ideen habe. Und naja, einige haben dann gefragt, so, was ja, und jetzt? Oder was machst du denn damit? Und so. Und dann habe ich immer gesagt, ja, wart's doch ab. Ne? Und deswegen. Okay. Ja, also in einem Satz Name bekommen, Vorname über WhatsApp, Material aussuchen, womit ich das, auf das ich es bringen will und mit dem ich es übertragen möchte. Abmessen, das ist wichtig, sonst geht es nicht. Ja? Und zwar so, dass abmessen, dass man die Spuren hinterher nicht sieht. Bei manchen Stellen sieht man noch ganz leicht meine Bleistiftmarkierung durch, aber ich habe es versucht zu kaschieren. Das soll natürlich nicht sein. So, abmessen, übertragen und dann auch die Zeit geben, trocknen zu lassen. Wie bei den Farben, die muss man trocknen lassen. Und ich habe ja noch so ein Zertifikat erstellt, dass es original ist und nur der Name und einzigartig. Ja? Und dass sie das gesprochen haben. Und dann verschicken und sehen, was passiert. Ich kann mir vorstellen, dass auch vielen anderen das Spaß macht und vielen anderen eine Freude gemacht wird dadurch. Schöne Weihnachten. Tschüss.